Im Sommer 2025 erschütterten 3 brutale Morde Europa. Sie begannen wie 3 voneinander getrennte Verbrechen. Eine ruhige Straße in Barcelona, unterbrochen vom hämmernden Klang einer Maschinenpistole. Eine Wohnung in Italien, in der ein Mann mit 20 Messerstichen getötet und sein Körper in Flammen gesetzt wird. Eine Gefängniszelle in Athen, in der ein Insasse innerhalb von Sekunden niedergestochen wird. 3 Länder, 3 Männer, 3 Hinrichtungen. Und doch führen alle Spuren in dieselbe Richtung. Zurück in die Schatten der türkischen Unterwelt, zu alten Fehden, die niemals enden und zu einem Krieg, der längst nicht mehr nur in Istanbul ausgetragen wird, sondern in den Straßen Europas. Türk mafyası İspanya'da hesaplaştı. Artık dünyaya mafya, çete ihraç ediyoruz. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı bile tehdit etmişti. Caner Koçer, pazar günü akşam saatlerinde silahlı saldırıya uğradı. Adı Daltonlar çetesiyle anılıyordu. İspanya'da silahlı saldırıda öldürüldü. Organize suç örgütü Casper'lar tarafından. Çatışma, ölüm, şimdi de İspanya. Barcelona, Sommer 2025. Die Gassen sind gefüllt mit Touristen, das Leben pulsiert, bis eine plötzliche Salve alles zum Stillstand bringt. Kugeln zerfetzen Glas und Körper. Auf dem Asphalt liegt Caner Koçer, blutüberströmt, von Schüssen durchsiebt. Er ist kein unbeschriebenes Blatt, ein Mittelsmann der Daltons, tief verwickelt in mehrere Auftragsmorde, bekannt für seine Selbstinszenierung in sozialen Medien. Posierend mit Kalaschnikows, grinsend neben halbautomatischen Waffen, immer bereit, seine Feinde öffentlich zu verhöhnen. Doch diese Schüsse waren nicht das erste Mal, dass jemand versucht hatte, ihn aus dem Spiel zu nehmen. Nur 10 Tage zuvor war er dem Tod knapp entkommen. Er saß zusammen mit Musa Çaçan und Furkan Yavuz in einem Wagen, als 2 Auftragskiller in Kreuzfeuerposition auf sie anlegten. Der Plan war präzise: 2 Schützen, 2 Richtungen, kein Entkommen. Doch eine der Waffen versagte. In diesem winzigen technischen Fehler lag Koçers Überlebenschance. Er und seine Männer flohen in ein Versteck. Innerhalb von Minuten reagierte die Dalton-Führung. Uğurcan Gündoğmuş und Şiitli Naci, beide Schwergewichte im türkischen Drogenhandel, schickten 4 bewaffnete Fahrzeuge, um die Männer aus der Gefahrenzone zu holen. Die meisten hätten nach so einem Anschlag den Kopf eingezogen, die Sichtbarkeit minimiert, auf Zeit gespielt. Koçer tat das Gegenteil. Er ging in die Offensive, zumindest verbal. Auf Instagram und TikTok verspottete er die Ladehemmung seiner Gegner. Meine Waffen klemmen nicht. Er streamte live, richtete Drohungen an Rivalen, vor allem an Ümit Yalçın, einen flüchtigen Drogenbaron aus der Fenerbahce Ultraszene. Jeder dieser Posts war eine offene Einladung an seine Feinde, den Job zu Ende zu bringen. Und diese Einladung wurde angenommen. Koçer wechselte Wohnung und Stadt, vergeblich. Die Gegenseite wusste, wo er war. Am Tag der Hinrichtung stieg ein Killer im Auftrag von Hamush Ati, dem Anführer der Caspers, aus. Die Ausführung übernahm angeblich ein Mann mit dem Codenamen BB. Die Botschaft an die Daltons war klar. Dies war nicht nur ein Mord, sondern die Vollstreckung eines Urteils. Die Rache für Osman Beşe, einen einflussreichen Kokainlieferanten aus Istanbul, den die Daltons Wochen zuvor getötet hatten. Darüber haben wir außerdem auch ein Video gemacht. Schaut gerne dort vorbei. Um den Mord in Spanien zu verstehen, muss man die Fronten kennen. Auf der einen Seite steht ein loses, aber schlagkräftiges Bündnis. Die Çirkinler, die Caspers, die Crew von Ümit Yalçın, die Max-Gruppe, die Ay-Familie und die Baybaşıns. Auf der anderen Seite die Daltons, Barış Boyun und die Gündoğmuş-Organisation. Doch während in Spanien das Blut trocknet, erschüttert Italien ein anderer Mord. Hayati Haim Arroyo, der Schwager des 2005 ermordeten Sarral-Bosses Hüseyin Sarral, wird in einer Airbnb-Wohnung niedergestochen, 20 Mal und anschließend verbrannt. Die Ironie: Arroyo hatte den Mord an Sarral vor 20 Jahren überlebt. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden Ermittler Zeitungsausschnitte über genau diesen alten Anschlag. Die italienische Presse wirft einen anderen Namen in den Raum: Barış Boyun, ein türkischer Mafiaboss, der selbst im europäischen Exilgefängnis operiert.
Fast zeitgleich erreicht eine dritte Nachricht die Szene. In einem griechischen Gefängnis wird Fırat Babak, angebliches Mitglied der Boyun-Gruppe, erstochen. Auch hier nahezu identische Anzahl an Stichwunden wie bei Arroyo. Ob Zufall oder gezielte Botschaft, das Muster ist unübersehbar. 3 Männer, 3 Länder, 3 Hinrichtungen. Kocher, 10 Tage nach einem fehlgeschlagenen Anschlag getötet. Arroyo, 20 Jahre nach einem gescheiterten Mordversuch hingerichtet. Babak, in einer Hochsicherheitsumgebung niedergestochen. Die Zeiträume unterscheiden sich, die Orte könnten kaum weiter auseinander liegen, doch der rote Faden führt immer wieder zurück in die türkische Unterwelt, zu alten Rechnungen, die geduldig offen gehalten werden, bis sich eine Gelegenheit ergibt. Diese neue Generation türkischer Banden führt ihre Kriege nicht mehr im Verborgenen. Sie tragen sie offen aus, auf Instagram, TikTok, Telegram. Standorte werden geleakt, Drohungen gepostet, Feinde öffentlich gedemütigt. Jeder Mord wird begleitet von einer Welle digitaler Botschaften, die entweder den Sieg feiern oder die nächste Attacke ankündigen. Und genau das zeigt, wie gefährlich es geworden ist, wenn persönliche Daten in die falschen Hände geraten. Für diese Männer sind Standorte ein Todesurteil. Für uns kann schon ein unsicheres WLAN oder ein neugieriger Provider reichen, um ausspioniert zu werden. Deshalb nutze ich ein VPN. Es verschlüsselt meine Verbindung, verbirgt meine IP-Adresse und schützt meine Identität online. Ob am Laptop, am Handy oder sogar am Smart TV. Ein Klick und meine Daten bleiben geschützt. Und weil ich weiß, dass viele von euch hier Wert auf Sicherheit legen, ich habe euch den unserer Meinung nach besten Anbieter in der Beschreibung verlinkt. Doch zurück zum Thema. Nach Kochels Tod verkündet die Gegenseite, dass dies nur der Anfang sei. Die Daltons antworten mit einer klaren Drohung. 6 Bomben. Gemeint sind 6 Ziele, Werkstätte, Autohäuser, Treffpunkte. Alles bekannte Besitzungen ihrer Feinde. Die Gewalt eskaliert nicht nur geografisch, sondern auch in der Dimension. Was in den Straßen von Istanbul begann, spielt sich nun in den Metropolen Europas ab. Spanien, Italien, Griechenland und bald wieder zurück in der Türkei. Ermittler warnen, dass diese Welle der Gewalt nicht an Grenzen Halt macht. Viele der führenden Köpfe sitzen in sicheren Exilen in Europa, geschützt vor Auslieferung durch lückenhafte Akten, schwache internationale Haftbefehle und die oft mangelhaften Bedingungen in türkischen Gefängnissen, die eine Rückführung erschweren. In Barcelona, Rom und Athen wurden 3 Männer innerhalb weniger Tage getötet. Männer, die in ihren eigenen Kreisen als gefährlich galten, aber offenbar nicht gefährlich genug, um ihre Feinde auf Distanz zu halten. Die Botschaft ist brutal klar: Wer einmal ins Fadenkreuz gerät, lebt nur noch auf geliehene Zeit. Und wenn selbst mächtige Männer an ihrer Sichtbarkeit scheitern, solltet ihr umso mehr darauf achten, eure Spuren im Netz mithilfe eines VPNs zu verbergen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Falls euch die Doku gefallen hat, abonniert unseren Kanal und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Die nächste Geschichte wartet schon. Bis zum nächsten Mal.